Im Sommer 1867 kam es in Baden-Baden zu einem tiefen persönlichen Konflikt zwischen den beiden russischen Literaturgiganten Turgenew und Dostojewski. Zwei Persönlichkeiten, die kaum unterschiedlicher sein könnten, nämlich der wohlhabende kosmopolitische Westler und der andere verschuldet, russisch-patriotisch und von der Spielsucht getrieben. Turgenew schwärmte von Baden-Baden, Dostojewski hasste die Stadt mitsamt ihren Einwohnern. Und noch bis heute spiegelt dieser Konflikt die tiefe Kluft zwischen Ost und West wider. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem scheinbar beschaulichen Kurort, der im 19. Jahrhundert zum gesellschaftlichen Epizentrum avancierte? Und damit herzlich willkommen im Literaturcafé, diesmal in einer wunderschönen Umgebung, nämlich hier im Atlantic Hotel in Baden-Baden. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich mich auf die Spuren begeben der beiden russischen Schriftsteller Dostojewski und Turgenew. Das ist tatsächlich etwas, das mich auch schon persönlich längere Zeit interessiert, da ich einfach in der Gegend aufgewachsen bin. Und auf diese kleine literarische Reise in die Vergangenheit würde ich euch gerne mitnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß. Und damals nannte man die Stadt liebevoll die Sommerhauptstadt Europas. Also im Winter ging es für die Aristokratie nach Paris und der Sommer erblühte dann eben hier in Baden-Baden. Doch für viele Russen blieb Baden-Baden lediglich ein Sehnsuchtsort, den sie eben aus Erzählungen und auch Romanen kannten. Denn zu diesem Zeitpunkt gab es in Russland ca. 600.000 Grundbesitzer und von diesen 600.000 konnten sich nur etwa 1%, also 6.000, überhaupt solch eine Reise nach Westeuropa leisten. Aber die es sich leisten konnten, nahmen dann die beschwerliche und ewig lange Reise nach Baden-Baden gerne in Kauf, um in diese märchenhafte Welt einzutauchen. Und somit kamen dann ca. 5.000 Aristokraten, Künstler und Intellektuelle in diesen Kurort. Und darunter eben auch Größen wie Gogol, Tolstoi oder eben auch Turgenew und Dostojewski. Damit wurde der Kurort zu einem lebenden Mythos in der russischen Literatur, wobei vor allem auch Turgenew mit seinem Buch Rauch maßgeblich beitrug, denn er platzierte Simon den Kurort inmitten seiner Erzählung. Das Wetter war herrlich, alles ringsum, die grünen Bäume, die hellen Häuser der gemütlichen Stadt, die waldbedeckten Berge mit ihren Wellenlinien, alles erglänzte festlich im hellen Sonnenscheine, lächelte traulich und lieblich, bis auf die Gesichter, die junge und alte, hübsche und hässliche, fröhlich auf zum blauen, heitern Himmel schauten. Selbst die weiß und rot geschminkten Pariser Loretten störten heute nicht das allgemeine Gefühl des Wohlbehagens und der Fröhlichkeit. Doch die Verbindung der Stadt zu Russland ist tatsächlich sehr viel tiefer verwurzelt und blickt auf eine über 200-jährige Beziehung zurück. Ihren Anfang nahm sie dabei 1783, als der russische Thronfolger Zar Alexander die badische Prinzessin Luise heiratete. Und nach der Hochzeit wurde dann aus Luise Elisabeth und sie wurde die neue Zarin Russlands. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Turgenew Bank. Hinter mir ist die Turgenew Statue und er ist auch derjenige, der wohl unter allen russischen Literaten am meisten mit der Stadt Baden-Baden verbunden ist. Er wird auch gerne als der Europäer unter den russischen Schriftstellern bezeichnet und bildet gemeinsam mit Tolstoi und Dostojewski das gläserne Dreigestirn des russischen Romans. Er wurde 1818 nahe Moskau geboren und zwar in ein altes Adelsgeschlecht, das über 5000 leibeigene Bauern besaß und somit zu den reichsten Familien Russlands zählte. Als Kind der Aristokratie genoss er somit umfangreiche Bildung, studierte zunächst in Moskau, dann St. Petersburg und zuletzt in Berlin Philosophie. Und als er dann 1863 erstmals hier nach Baden-Baden kam, war er ein sehr willkommener, angesehener Gast, denn so einer wie er brachte natürlich Kaufkraft und das war sehr gerne angesehen in einer Stadt wie hier. Doch es war eben nicht die elegante Atmosphäre, Gesellschaft oder die heilkräftigen Quellen, die ihn hierher zogen, sondern vor allem seine große, aber auch unerfüllte Liebe zu der Opernsängerin Pauline Bireaud, die er wie ein Besessener durch ganz Europa verfolgte.
und eben auch hierher nach Baden-Baden. Aber es ist eben auch vor allem diese Leidenschaft, diese unerfüllte Liebe, die auch sein literarisches Schaffen wie ein roter Faden durchziehen, nämlich er ist viel mehr lyrisch inspiriert, er schreibt über die Poesie des Herzens, als jetzt halt über die Prosa des Lebens, wie es Dostojewski machte. Und Turgenevs Ruhe mag uns im Vergleich zu anderen russischen Schriftstellern gar nicht mal so groß erscheinen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass er eher subtiler schrieb, von feinen Beobachtungen lebte, ja von Ironie anstatt von den dramatischen Zuspitzungen. Also er bediente sich mehr dem Ideal, was später Schopenhauer beschrieb, also dass man weniger die großen Vorfälle berichten sollte, sondern die kleinen interessant machen müsse. Aber dennoch ist Turgenev ein unfassbar, wenn nicht der bedeutende Kulturvermittler zwischen Ost und West. Nämlich er war es, der die russische Literatur nach Europa brachte und die europäische Literatur nach Russland. Nämlich dadurch, dass er eben Deutsch, Französisch, Englisch und Russisch beherrschte und internationale Kontakte pflegte, konnte er eben auch entscheiden, welche Werke überhaupt übersetzt und rezipiert wurden. Also wir können es auch Turgenev verdanken, dass wir eben solche Namen wie Tolstoi oder Dostojewski hier so kennen, wie wir sie kennen. Also man sieht auf jeden Fall, Turgenev war sehr stark vernetzt. Es ist ja eine Liste seiner Briefkontakte, die von der ganzen Welt waren. Also er hat sich auf jeden Fall nicht gescheut, die Feder in die Hand zu nehmen und den Leuten auch zu schreiben und seine Kontakte zu pflegen. Und ich stehe jetzt halt hier vor der Villa von Turgenev, die er sich hat bauen lassen, direkt neben der Villa von den Viardot. Und der Grund, wieso sich die Opernsängerin niemals hat versöhnen konnten mit der Gesellschaft in Baden-Baden, war nämlich, dass sich ihr Salon als das kulturelle Epizentrum der Stadt etablierte. Also sozusagen der Gegenentwurf zu dem mondänen Leben im Casino und im Spielhaus bildete. Dort trafen sich die Spieler, ja, die Verstreuten, und hier trafen sich eben die Künstler, die Intellektuellen der Zeit wie Clara Schumann, Richard Wagner oder auch Politiker wie Otto von Bismarck. Und es war eben auch in dieser Villa, in dem Turgenev sein Werk Rauch verfasst hatte, was auch mit dazu entscheidend war, dass es überhaupt zu diesem großen Streit mit Dostojewski gekommen ist. Nämlich hier offenbart Turgenev sehr klar seine politische Einstellung als Westler. Aber worum geht es eigentlich in diesem Werk? Also es ist tatsächlich eine Liebesgeschichte, und zwar über den Grigori Litvinov. Das ist ein Gutsbesitzer aus Russland, der nach Baden-Baden kommt, mit der Absicht, seine Verlobte Tatjana zu treffen. Es kommt aber ganz anders, nämlich er begegnet seiner Jugendliebe Irina, die aber allerdings schon mit einem reichen General verheiratet ist. Also es schildert in gewisser Weise eben auch Turgenevs eigenes Schicksal wider. Es ist aber nicht nur eine Geschichte der tragischen Liebe, sondern in gewisser Weise auch eine Satire auf die Gesellschaft, nämlich die russische Gesellschaft im Exil hier in Baden-Baden. Und da geht es vor allem um den russischen Baum. Also das ist ein real existierender Ort hier in Baden-Baden in der Nähe der russisch-orthodoxen Kirche, wo sich eben die Gesellschaft des Zarenreichs getroffen haben, um über die politischen und gesellschaftlichen Debatten der Zeit zu diskutieren. Und hier schreibt Turgenev vor allem durch das Sprachrohr des Portugin die Position eines Westlers. Und das führt auch dazu, dass vor allem dieses Werk überhaupt nicht gut ankommt. Es werden sehr viele Leute karikatiert, und somit sagt er sogar, ja, ich habe das Gefühl, man wirft nach Steinen nach mir. Aber nichtsdestotrotz hat ihm die Zeit in Baden-Baden sehr, sehr gut gefallen. Er blieb hier für 7 Jahre und schrieb im Nachhinein sogar: Ich stürzte mich kopfüber in das deutsche Meer, das mich reinigen und wieder gebären sollte. Und als ich endlich aus meinen Wogen wieder auftauchte, war ich ein Westler geworden, und ich bin es für immer geblieben. Vollkommen anders erging es allerdings Dostojewski, als er mit seiner jungen Frau Anna nach Baden-Baden kam. Er beschrieb seinen Aufenthalt hier eher mit den Worten Hölle, in denen er sich 7 Wochen lang quälen musste. Denn sie lebten eher in einer billigeren Wohnung in der Altstadt, und für ihn war es alles andere als ein vergnügungsvoller Aufenthalt, sondern eher einer existenziellen Krise gleich. Denn der einzige Grund, warum Dostojewski in die Stadt kam,
war das Casino. Denn in Russland war das Glücksspiel im 19. Jahrhundert völlig verboten worden. Und so hoffte er, hierher zu kommen und nur mit Glücksspiel, mit dem Casino etwas Geld zu verdienen. Dostojewski war zu dem Zeitpunkt auf der Flucht vor seinen Gläubigern. Ihm drohte somit das Schuldgefängnis und er kam hierher, als er bereits im Knebelvertrag mit seinem Verlag stand, der ihm drohte, wenn er jetzt nicht in den nächsten 26 Tagen ein Werk liefern würde, dann würde er alle seine Rechte an seinen bisherigen Werken verlieren und auch sein zukünftiges Honorar. Also es war schon eine sehr missgünstige Lage, in die er antraf, aber auch generell Baden-Baden und auch der ganze Westen hat ihm überhaupt nicht gefallen und die Menschen noch viel weniger, denn hier lebten ja die Reichen und zu denen hatte er ohnehin ein gespaltenes Verhältnis. Und ähnlich wie in Rauch steht auch Dostojewskis Werk Der Spieler in einem sehr engen Bezug zu Baden-Baden. Allerdings heißt der fiktive Ort Roulettenburg, da ist der Blick eher auf Baden-Baden und Wiesbaden, wo er auch im Casino war. Und hier handelt die Geschichte von dem Hauslehrer Alexei Iwanowitsch. Hier werden in dem Werk vor allem dieses ganze Reglement bei Roulette, die ganzen Minen, die Gesten, die Haltung der Spieler beschrieben. Also all das, was Dostojewski selbst erlebt hatte. Das gilt deswegen auch als das am nächsten autobiografische Werk von Dostojewski. Doch wenn man vergleicht, wie viele Freunde Turgenev hier in Europa gewonnen hat, wie ein Gustav Flaubert, Emile Zola oder auch ein Gottfried Keller, blieb Dostojewski die ganze Zeit über sehr skeptisch gegenüber den europäischen Denken und hatte hier fast gar keine Freunde. Er konnte sich überhaupt nicht mit der Fremde anfreunden und das kann man auch in der Haltung vom Protagonisten gegenüber der Fremde sehen. Nämlich da schreibt er: Es liegt wirklich etwas eigentümlich in unserem Gefühl und Bewusstsein, wenn man eine in der Fremde, fern von der Heimat, fern von Freunden und Bekannten, ohne zu wissen, ob man an dem Tag noch essen oder wo man schlafen wird, den allerletzten Gulden aufs Spiel setzt. Ich gewann und nach 20 Minuten verließ ich das Kurhaus mit 170 Gulden in der Tasche. Tatsache! Da sieht man, was mitunter der letzte Gulden bedeuten kann. Dostoevsky hat also sein gesamtes Geld verloren und war somit sehr viel reicher ins Casino gegangen, als es wieder verlassen hat. Denn schnell war sein Reisegeld verspielt und auch für seine Frau war der Aufenthalt eine Hölle, den sie in ihrem Tagebuch festgehalten hat. Sie musste nämlich immer alleine sein und falls sie in die Gesellschaft ging, dann konnte sie sich nur mit einem schwarzen Kleid blicken lassen, musste schauen, dass sie nicht gesehen wird, denn Dostoevsky hat alles verpfänden lassen, um ein bisschen Geld zu bekommen, auch anders Blusenkleider sowie ihre Eheringe. Und sie schrieb dann am 19. Juli 1867 in ihr Tagebuch: Schließlich kam Fedja. Er war bleich und fiel vor mir auf die Knie. Er sagte, alles sei zu Ende. Er habe alles verloren. Er hatte schon 45 Franken gehabt, war aber damit nicht zufrieden und hatte daraufhin alles verspielt. Er war furchtbar zerstört und fürchtete schon, er bekäme wieder einen Anfall. Wir schreiben den 10. Juli 1867. Es klopft an Turgenevs Tür. Eigentlich wollte er gerade nur zu einer Matinee aufbrechen. Geplant war, so eine kleine Operette zu besuchen, die im Theater aufgeführt wird. Also halt ein wenig Kultur genießen, wie man das so macht. Aber für Turgenev kam es an diesem Abend ganz anders. Denn vor der Tür stand jemand, den er tatsächlich sehr gut kannte. Ein alter Bekannter aus Petersburger Tagen. Die Gesichtszüge allerdings zeigten Spuren von Schlaflosigkeit und Krankheit. Er war total blass. Und es war Dostojewski, der ihn eigentlich einst für seine schriftstellerische Karriere bewunderte und auch lobpreiste, Briefe über ihn verfasste. Doch mit der Zeit änderte sich diese Haltung und das vor allem wegen Turgenevs westlich orientierter Weltanschauung. Denn knapp 2 Stunden blieb Dostojewski in Turgenevs Haus. Die beiden Schriftsteller sprachen miteinander über die Zukunft von Russland oder die Gegenwart. Es ging um die Fragen der Zeit. Was sie verband, war die Literatur, das Schreiben. Beide waren große russische Schriftsteller, doch ihre Lebensrealität war es, die vollkommen verschieden war. Turgenev war nämlich ein parkettsicherer Lebemann, sprach mehrere Sprachen und bewegte sich mühelos in die Künstler- und intellektuellen Kreisen Europas. Turgenev hingegen prägte vor allem die Erfahrung mit der russischen Justiz, die Erlebnisse von Gefängnis in Sibirien, wo er
ganz anders, als man es eigentlich erwarten würde, sich dabei nicht gegen Russland bekehrte, sondern für Russland. Er bekannte sich hier zu seinem Glauben, ja auch zu dem geistig und sittlich überlegenen Russland. Denn erst durch seinen Gang durch diese existenziellen Abgründe, durch diese Hölle, wurde er überzeugt, dass Russland eben nicht dem Irrglauben verfallen dürfe an die menschliche Vernunft, wie er meint, dass es der Westen tue. Und doch bildete sich neben all diesen ideologischen Gegensätzen wohl das Geld zu der brutalsten Trennlinie. Das Geld war es auch, dass Dostojewski-Roman wie ein roter Faden durchzieht. Es stand nämlich nicht nur die politischen Gegensätze gegenüber, sondern auch ein Millionär und ein Habenichts, ein Villenbesitzer und ein abgebrannter Spieler. Und Dostojewski kam auch wegen des Geldes. Er meinte, er werde es in ein paar Wochen zurückzahlen. Er hatte ja gar nichts. Es war ihm auch natürlich unangenehm. Er fragte viele Leute nach Geld. Und gleichzeitig ließ Dostojewski eine wütende Tirade über alle Deutschen und über Turgenjews letztes Buch auch los. Es war somit auch das Zusammentreffen eines Westlers und eines Slawophilen. Und das zu einem Zeitpunkt, als in den Salons in allen bürgerlichen Wohnzimmers Russland die Zukunft als offen, ja als wankend galt. Autokratie, Leibeigenschaft, so wie es war, man wusste, es konnte nicht so bleiben. Und die russischen Intellektuellen begannen sich in zwei Lager aufzuteilen. Also sie suchten nach einem neuen Gesellschaftsmodell, aber diese zwei Lager, die konnten sich nicht einigen. Die konnten sich nicht einigen, welcher Weg für Russland der beste wäre, welche Ideen richtungsweise sein sollten. Westler waren diejenigen, die daran glaubten, dass nur der Import westeuropäischer Gedanken, deren Prinzipien Russland aus seiner Lethargie befreien könne. Ja, ihre Gegenspieler, die Slawophilen, waren da komplett anderer Meinung, denn für sie, dazu zählte Dostojewski auch, war hingegen, die waren dafür, dass Russland seinen eigenen Weg gehen müsse, nämlich nicht den Weg der Imitation. Die wollten keine Anpassung an die vermeintlich überlegene Kultur des Westens. Sie waren der Meinung, Russland müsse seine eigenen Wege finden und das muss auf der Grundlage der Tugenden der slawischen Seele und vor allem auch des orthodoxen Christentums zustatten gehen. Und das machte Dostojewski auch sehr deutlich in einem Artikel, das er mal mit den Worten schrieb: Wir glauben, dass die russische Nation eine ungewöhnliche Erscheinung in der Geschichte der ganzen Menschheit ist. Der Charakter des russischen Volkes hat so wenig Ähnlichkeit mit dem Charakter aller europäischen Völker unserer Zeit, dass ihn die Europäer bis heute nicht begreifen. Wir, der gebildete Stand, kehren zu unserem Boden zurück mit der bewusst am Leben gehaltenen und von uns angenommenen Idee unserer allzu menschlichen Bestimmung. Und zu dieser Idee hat uns die Zivilisation selbst gebracht, die wir in ihrer ausschließlich europäischen Form ablehnen. Alexander Turgenev davon sprach, auch einen großen Artikel über Westler und Slavophile verfassen zu wollen, riet ihm Dostojewski stark ab und riet ihm stattdessen, er solle hier mal ein Teleskop lieber zukommen lassen, damit er überhaupt erstmal sehe, was in Russland denn eigentlich vor sich gehe. Turgenev habe darauf geantwortet, dass er gar kein Russe mehr sei, sondern vielmehr ein Deutscher und darauf eben auch stolz sei. Daraufhin verabschieden sich die beiden mit dem letzten Anstand, das sie noch für sich übrig hatten. Aber für beide war ab dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, ja, dass es für sie natürlich das allerletzte Treffen sein wird. Sie gingen nämlich als Feinde auseinander. Dostojewski karikatierte dann daraufhin auch in seinem späteren Roman Die Dämonen Turgenev in der Figur des Karmazinov, also einem eitlen, selbstbezogenen Schriftsteller, der sich für die westlich-kosmopolitischen Ideen und Ziele einsetzt, aber eigentlich als wohl empfundene Haltung dargestellt wird. Und auch für die Öffentlichkeit galt diese Debatte als das Modell für die Kontroversen der Zeit. Nämlich es galt immer noch die Fragen zu klären, wie sollte Russlands Weg in die Zukunft aussehen? Sollten das Land eher am Westen orientieren oder eigene nationale Wege finden? Doch als dann der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, setzte er der Glanzzeit Baden-Baden vorerst ein Ende. Die Sommerhauptstadt Europas wurde vorerst in einen Dornröschenschlaf verabschiedet, aus dem sie erst viel später wieder erwachen sollte. Und damit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal hier im Literaturcafé.